Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema, welches Saatgut du bei dir einsäen sollst. Und ich hätte gesagt, im zweiten Teil schauen wir uns die verschiedenen Saatgutmischungen live an. Viel Spaß! Im ersten Teil sind wir auf die verschiedenen Grasarten und Grassorten eingegangen. Und jetzt im zweiten Teil zeigen wir dir einfach, wie die Grasarten und Sorten zusammengemischt sind und wie homogen und gleichmäßig der Rasen wirkt. Wir haben 5 verschiedene Saatgutmischungen, die wir dir heute zeigen. Die sind alle von der Firma Eurogreen. Wie auch im ersten Teil schon gesagt, gibt es natürlich viele gute Hersteller wie Juliva Hesa oder auch ProSementes, und einen von den 3 würde ich dir ganz klar empfehlen. Bitte achte immer auf ein sehr gutes Saatgut. Alles, was wir hier zeigen und sagen, ist natürlich unsere persönliche Erfahrung und auch unsere persönliche Meinung. Und wie ihr alle wisst, Meinungen können sehr unterschiedlich sein. Wir fangen auf meiner Fläche an und wie du vielleicht weißt, habe ich bei mir die Poa supina eingesät. Aber ich habe nicht ausschließlich die Poa supina, sondern ich habe vor 5 Jahren eine Saatgutmischung von Juliva Hesa verwendet. Da war auch Festuca rubra drin und die Poa pratensis. Diese sind mittlerweile aber von meinem Rasen komplett verschwunden, weil einfach die Belastung im Spielturmbereich oder generell die Belastung viel zu hoch ist für die Festuca, und dadurch ist die im Lauf der Zeit verschwunden. Durch die ganzen Nachsäaktionen sind eigentlich nur 2 Grasarten übrig geblieben. Das ist einmal die Lolium perenne und einmal die Poa supina. Und da schätze ich jetzt einfach mal, habe ich so ein Verhältnis von 80–85% Poa supina und ca. 15–20% die Lolium perenne. Und das war auch der Grund, warum wir zu Eurogreen gesagt haben, wir hätten gern eine Mischung, die ausschließlich aus der Lolium perenne und der Poa supina besteht. Und diese Mischung haben sie verwirklicht. Das ist jetzt der Rasana Premium. Und der Rasana Premium, finde ich, das ist eigentlich vergleichbar mit dem, den ich hier bei mir habe. Es ist ein relativ heller Rasen, schön leuchtend grün und wahnsinnig belastbar. Wie gesagt, ich habe 2 Kinder, ich habe einen Hund. Durch Videodrehen, durch viele Aktionen, die man eigentlich noch gar nicht machen sollte, wir aber auch uns immer an das Wetter richten müssen und auch an unseren zeitlichen Aspekt, tue ich einfach meinem Rasen manchmal Dinge an, die man eigentlich gar nicht machen sollte. Und trotzdem ist der Rasen immer top gepflegt und top in Schuss. Das macht einfach die Poa supina aus. Aber die Poa supina braucht mega viel Dünger und sie braucht noch mehr Wasser. Im Sommer müsst ihr täglich wässern, nicht lang, ca. 5 bis 7 Liter pro Quadratmeter täglich braucht die Poa supina. Aber ich bin der Meinung, in Verbindung mit der Lolium perenne, wie in der Saatgutmischung Rasana Premium, gibt es einen absolut Top-Rasen, der sehr viel Dinge verzeiht, aber wie gesagt, sehr viel Pflege braucht. Nicht nur Dünger, nicht nur Wasser. Der Rasen möchte täglich gemäht werden in der Hauptsaison, in der Nebensaison natürlich alle 2 oder alle 3 Tage. Aber er möchte auch regelmäßig gelüftet werden. Nicht vertikutieren, lüften. Für Mähroboter ideal geeignet. Dadurch, dass der Rasen extrem belastbar ist, stellt er sich sofort wieder hoch und die Gräser lassen sich einfach auch perfekt mulchen. Die Blattbreite ist durch die Supina relativ grob. Ich finde, es geht einigermaßen noch, weil je mehr Dünger und je mehr die Supina gemäht wird, desto feiner wird das Blatt. Und zudem ist die Lolium perenne in der Saatgutmischung relativ fein und dadurch wirkt der ganze Rasen sehr homogen und zwischen fein und mittelblättrig. Ich persönlich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, finde es eine sehr, sehr, sehr schöne Mischung, die eigentlich sehr gut passt und wie gesagt extrem belastbar ist. Allerdings die Pflege schon enorm ist
Und dadurch muss man auch ganz klar wissen, was man sich da antut. Dann ist doch jetzt noch die Frage, Nachsaat oder auch als Rasenneuanlage. Der Rasana Premium steht drauf, dass es eigentlich zur Nachsaat geeignet ist, aber ich bin der Meinung, es geht auch ohne Probleme als Neuanlage. Die Lolium perenne keimt sehr schnell, sie wird sehr schnell aufgehen und dadurch wird der Rasen sehr schnell dicht werden und die Poa supina kommt erst nach 4-5 Wochen, keimt und dann schiebt sie an und unterwandert sozusagen die Lolium perenne. Anfangs mit nur 10% in der Mischung, sind aber ca. 50% rein vom Samen und nach 2-3 Jahren, da die Poa supina so dominant ist, wird sie ca. 80-90% Bestandsbildner werden und auch sein. Viel wichtiger für euch, ihr solltet auch noch wissen, dass diese Mischung, die besteht nur aus 2 Grasarten, die Lolium perenne und die Poa supina. Und beide Grasarten, da müsst ihr schon wissen, was ihr macht. Das bedeutet, da nur 2 Grasarten drin sind, müsst ihr euch vorher im Klaren sein, habt ihr einen geeigneten Standort, möchtet ihr auch so viel Pflege und Zeit investieren oder lieber doch nicht. Weil, wenn die Pflege später nachlässt, wird euer Rasen sehr schnell unansehnlich werden. Bevor wir zum nächsten Rasen kommen, möchte ich noch sagen, dass der Rasana Premium wahnsinnig dicht wird und einmal im Jahr, ihr habt es vielleicht in Nahaufnahmen gesehen, nämlich gegen April Blüten bekommt. Ja, die Poa supina fängt an zu blühen und aus dem Grund ist der Rasen um diese Jahreszeit nicht so wirklich schön. Die Blüten sind violett und dadurch wirkt der ganze Rasen etwas, ich nenne es jetzt mal bräunlich, wenn man da anschaut. Dann würde ich sagen, wir bleiben bei der Poa supina oder Saatgutmischung mit Poa supina. Wir sind jetzt beim Alex. Da haben wir vor ziemlich genau 1,5 Jahren haben wir hier auch eine Supina-Mischung gewählt. Allerdings nicht den Rasana Premium, sondern den Rasana Super. Der Rasana Super hat Poa supina drin, allerdings nur 3%. Und zudem ist auch natürlich die Lolium perenne wieder drin, es ist die Festuca rubra drin und es ist die Poa pratensis drin. Und wie der Rasen aussieht, schauen wir uns jetzt an. Und warum verschiedene Grasarten drin sind, gehen wir auch drauf ein. Dadurch, dass bei dem Rasana Super mehrere Grasarten vertreten sind, wird sich immer die Grasart durchsetzen, die für deinen Standort ideal ist. Bedeutet, völlig egal, ob du jetzt genug Wasser, Dünger, ob du einen lehmigen, sandigen Boden hast, Sonne oder Schatten, es wird sich immer in diesem Bereich die eine Grasart durchsetzen und da wird sich die andere Grasart durchsetzen. Das hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass du nicht unbedingt vorher wissen musst, möchte ich jetzt unbedingt so viel Pflege oder habe ich definitiv die starke Belastung oder habe ich sie vielleicht auch nicht. Und deswegen finde ich, ist der Rasana Super ideal für die Leute, die jetzt sagen, ich habe in diesem Bereich sehr starke Belastungen, da wird die Festuca rubra relativ schnell verschwinden und die Poa supina wird sich ausbreiten und in anderen Bereichen, wo sie dann weniger Belastung hat, dann wird da eher die Festuca rubra überhand gewinnen, wenn die Pflege nicht stimmen sollte. Und somit ist es eigentlich ein idealer Mix aus verschiedenen Gräsern, verschiedenen Grasarten, verschiedenen Grassorten und da bin ich der Meinung, ist eigentlich für jeden was dabei. Genauso wie beim Rasana Premium ist natürlich auch hier die Supina vertreten und dadurch wird auch der Rasen im April anfangen zu blühen. Der Rasen ist generell etwas heller eingestellt von den Mischungen und die Blattbreite ist von fein bis mittelblättrig alles dabei. Und ich finde, er wird mega dicht, er ist für Mähroboter auch geeignet und da, wo die Belastung zu hoch ist, wird einfach die Festuca rubra verschwinden. Ich finde, es ist ein sehr schöner Rasen, er ist sehr schön abgestimmt, sehr homogen, sehr gleichmäßig von der Farbe, von der Blattfeinheit und der Pflegeaufwand hält sich meiner Meinung nach noch in Grenzen, ist nicht ganz so hoch wie beim Rasana Premium. Der Rasana Super eignet sich natürlich nicht nur für eine Neuanlage, sondern auch zur Nachsaat.
Allerdings solltet ihr bei der Nachsaat darauf achten, dass die Mischung ja durch den Poa supina Anteil etwas heller gewählt ist. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn ihr vorab noch keine Supina drin habt, dass ihr ein paar helle Flecken bekommt. Deswegen sollte man hier schon dementsprechend Acht geben. Und das war schon mal die 2 Mischungen zu Poa supina mit Poa supina, die wie gesagt einen sehr hohen Pflegebedarf haben. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch Mischungen an, wo keine Poa supina drin ist und die Saatgutmischung deutlich dunkler ist. Und da hätte ich gesagt, gehen wir auf unsere Mähroboter-Testfläche. Los geht's! Die nachfolgenden Mischungen, die ihr seht, sind auf unserer Mähroboter-Testfläche. Und da muss ich auch erstmal sagen, alle Saatgutmischungen, die ihr jetzt seht, die sind erst circa ein Dreivierteljahr alt. Und wichtig, bei allen Saatgutmischungen, egal welcher Rasen, ein Rasen braucht circa 2, eher 3 Jahre, bis der sich voll etabliert hat und bis der richtig, richtig schön ist und auch seine Eigenschaften vollständig entwickeln kann. Deswegen werdet ihr jetzt hier die verschiedenen Mischungen sehen, die jetzt gerade erst anfangen, sich zu etablieren, aber man hat schon mal einen groben Anhaltspunkt, wie der Rasen später sein wird. Der nächste Rasen ist von Eurogreen der Mediterran. Das ist ein sehr nachhaltiger Rasen oder Rasen-Saatgutmischung, da 70% von dem Rohrschwingel beinhaltet ist. Der Rohrschwingel hat den entscheidenden Vorteil, wie im ersten Teil schon erwähnt, braucht der Rohrschwingel wahnsinnig wenig Wasser, weil die Wurzeltiefe bis zu 1 Meter geht oder sogar darüber hinaus, vorausgesetzt, der Rasen bzw. die Erde, die lässt es überhaupt zu, dass der Rasen so tief wurzeln kann. Der große Nachteil ist allerdings, ich persönlich finde den Rasen sehr grobblättrig, sehr robust, sehr eher borstig, wenn ich drüber fasse. Der Rasen wirkt auch sehr dunkelgrün. Und dadurch sieht man halt sehr schnell Fremdgräser wie die Poa annua oder die Poa trivialis. Und dadurch kann der Rasen das ein oder andere Mal sehr ungleichmäßig und scheckig wirken. Zumindest am Anfang. Später, wenn der Rasen nicht bewässert wird, dann wird sich natürlich der Rohrschwingel immer weiter ausbreiten und der Rasen wird immer trockenheitstoleranter werden. Und dadurch ist eigentlich diese Saatgutmischung ideal für Bereiche, die nicht gewässert werden können oder nicht gewässert werden wollen. Und wenn man auch mal den klimatischen Wandel anschaut, ist diese Saatgutmischung natürlich mega nachhaltig. Vom Dünger- und Pflegebedarf ist dieser Rasen relativ gering bis mäßig einzustufen. Und dadurch wird auch der ganze Pflegebedarf deutlich weniger werden. Mähroboter tauglich ist okay, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, da die breiten Blätter sich relativ schlecht schneiden lassen und sehr grob sind, der Messerverschleiß deutlich erhöht wird, würde ich persönlich bei einem Mähroboter den Rasen nicht einsetzen. Wir haben den jetzt bewusst auf unserer Testfläche eingesetzt, weil wir auch experimentieren und schauen wollen, ob es wirklich so ist, beziehungsweise wie sich der ganze Rasen verhält. Obwohl der Eurogreen Mediterran auch Lolium perenne und die Poa pratensis beinhaltet, würde ich trotzdem diese Mischung eher als Neuanlage einsetzen und nicht als Nachsaat, weil der Rasen einfach zu dunkel ist und sehr grobblättrig ist und dadurch wirkt dann euer gesamter Rasen sehr ungleichmäßig und nicht gerade ideal abgestimmt. Kommen wir zum nächsten Rasen und das ist meiner Meinung nach, obwohl kein Poa supina drin ist, mit Abstand der schönste Rasen, den ich je gesehen habe. Denn das ist der Sportrasen, der WM-Rasen von Eurogreen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Der hat ausschließlich Poa pratensis und die Lolium perenne drin und der Rasen, der ist einfach ein Traum. Er ist schön fein, er ist so mittelgrün und er sieht einfach nur fantastisch aus. Ja, dadurch, dass er Lolium perenne und die Poa pratensis drin hat, ist der Rasen sehr gut belastbar, nicht so stark belastbar als der Rasana Premium, eine Stufe drunter, er ist trotzdem noch hoch belastbar und
Der Rasen braucht trotzdem sehr viel Dünger. Wasserbedarf ist so mittelmäßig, aber der Düngerbedarf ist schon, ich sage jetzt mal, hoch einzustufen. Der Rasen lässt sich ideal mulchen, da keine Festuca rubra drin ist und somit auch ideal für Mähroboterflächen geeignet. Der Rasen verzeiht einem auch höhere Belastungen im Spielturmbereich und verzeiht einem auch mal, wenn die Bewässerung eingestellt wird oder wenn man auch einmal nicht bewässern möchte. Deswegen finde ich persönlich den Rasen als ideale Alternative zur Poa supina, weil man einfach auch den Pflegebedarf zur Poa supina einfach im Verhältnis setzen muss. Und da ist der WM-Rasen eine richtig gute Wahl. Zum Thema Nachsaat oder Neuanlage muss ich sagen, ich persönlich finde die Farbgebung von dem WM-Rasen echt perfekt gewählt. Er ist nicht zu dunkel, er ist nicht zu hell und somit bin ich der Meinung, passt er eigentlich in jeden bestehenden Rasen rein und passt sich da schön an, beziehungsweise wird alles schön gleichmäßig und homogen vermischt. Deswegen kann man auch den WM-Rasen ideal als Nachsaatrasen einsetzen, wenn ihr nicht mehr wisst, was für einen Rasen ihr aktuell drin habt. Kommen wir zur letzten Mischung. Das ist der Rasana Top, den wir hier auf dieser Fläche eingesetzt haben. Der hat einen erhöhten Anteil, nämlich 25% Festuca rubra drin in 2 verschiedene Unterarten. Und dadurch ist der Rasen für Mähroboter nicht so ideal, da die Festuca rubra sich nicht so gut mulchen lässt. Durch den hohen Ligninanteil wird das Gras relativ schlecht abgebaut von den Bodenbakterien. Aufgrund dessen, dass der Festuca rubra-Anteil auch erhöht ist, wird der Rasen auch nicht so stark belastet werden können. Das bedeutet, für Spielturmbereiche, Kinder, Hunde etc. würde ich diesen Rasen eher weniger einsetzen. Er ist aber trotzdem schön dicht, er sieht sehr gleichmäßig aus. Die Blattfeinheit ist eher so im feinblättrigen Bereich einzustufen und der Rasen braucht relativ mittelmäßig an Pflege, das heißt Lüften oder auch andere Pflegemaßnahmen sind natürlich einzuhalten. Jedoch verzeiht der Rasen auch mal, wenn man eine Düngung auslässt oder der Rasen verzeiht auch mal, wenn man nicht wässert oder auch nicht ausgiebig wässern kann oder möchte. Aber dafür bekommt ihr natürlich auch einen Rasen, der nicht so perfekt aussieht in jeder Jahreszeit, weil auch hier zählt ganz klar der Ansatz, je mehr Pflege, desto mehr Leistung kann natürlich so ein Rasen abrufen. Und da hier der Pflegebedarf nicht so enorm ist, kann auch die Leistung nicht so erhöht sein. Jetzt ist die Frage, Nachsaat oder Neuanlage, da geht natürlich beides. Da der Rasen sehr gut abgestimmt ist von der Feinheit, von der Farbe, alles, würde ich behaupten, dass dieser Rasana Top in nahezu fast jeden Garten oder in jeden Rasen reinpasst und dadurch braucht man auch nicht so viel beachten. Ich hätte gesagt, wir fassen noch mal im Allgemeinen zusammen. Wichtig ist, bevor du dir deine Saatgutmischung aussuchst, musst du dir ganz klar Gedanken machen, wie ist deine Bodenbeschaffenheit, wie ist die Belastung, wie möchtest du deinen Rasen pflegen, intensiv, nicht intensiv, Wasser, ja, nein. Alles solche Dinge musst du dir vorher im Klaren sein und dann kannst du auch deine Saatgutmischung aussuchen. Natürlich ist es auch wichtig, Mähroboter, ja, nein, wie ist generell die Mähtechnik und lauter solche Faktoren spielen da natürlich eine sehr große Rolle. Eins solltest du dir natürlich auch im Klaren sein, weil es gibt keinen Rasen, wo du sagst, ich sähe den jetzt ein und dann bleibt er immer so. Jeder Rasen braucht Pflege, der eine mehr, der andere weniger und jeder Rasen will natürlich gepflegt werden. Aber dafür gibt es auch unsere kostenlose Pflegepläne, die wir dir unten in die Videobeschreibung nochmal reinpacken. Und da findest du auch unsere allgemeine Saatgutempfehlungen, alles was wir in den 2 Teilen gesagt haben, nochmal grob zusammengefasst mit Tabelle, damit auch du entscheiden kannst, passt es zu dir oder passt es zu dir nicht. Wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, natürlich sehr gerne in die Kommentare, wie immer. Und ich würde einfach sagen, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.